Lena träumt von Ferien. Hallo liebe Deutsch-Abenteurer und willkommen zurück zu Annas und Lenas Deutsch-Alltag. Seid ihr auch urlaubsreif? Habt ihr auch diese Reiselust? Oder sogar Fernweh? Dann bleibt dran. Heute träumt Lena groß und ihr lernt dabei, wie man auf Deutsch von Wünschen und Plänen spricht. Wir werden viel erzählen und euch viele Begriffe zeigen. Perfekt für visuelle und auditive Lerntypen. Lena, wie geht's dir? Du siehst wirklich ein bisschen nach Fernweh aus. Hallo Anna, hallo an alle. Fernweh trifft's ziemlich gut. Nach all der Action in den letzten Wochen, Putzen, Schwimmbadabenteuer, träume ich jetzt wirklich von ein bisschen Urlaub. Einfach mal rauskommen, etwas anderes sehen, neue Energie tanken. Aber wohin soll die Reise gehen? Das beschäftigt mich total. Urlaubsplanung. Perfekt, um über Zukunftspläne, Futur 1 zu sprechen, aber auch über Wünsche, Konjunktiv 2 und was man so alles möchte, kann oder muss, Modelverben, wenn man eine Reise plant. Also, Lena, lass uns ein bisschen träumen und planen. Hast du schon bestimmte Sehnsüchte, wenn du an Urlaub denkst? Puh, Ideen habe ich viele. Wenn ich so richtig träumen dürfte, ohne an Geld oder Zeit zu denken, dann, mein Traum wäre es, an einen richtig warmen, exotischen Strand zu fliegen, mit Palmen und türkisfarbenem Wasser. Ich hätte Lust darauf, den ganzen Tag in der Sonne zu liegen, Bücher zu lesen und einfach nichts zu tun. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag am Meer verbringen. Ich könnte dort stundenlang mit einem guten Buch in einer Hängematte liegen und einfach nichts tun. Nur unterbrochen von gelegentlichen Abkühlungen. Ach, ich seh's förmlich vor mir. Das klingt nach einem wahren Paradies. Dein Traum wäre es, an einen Strand zu fliegen. Und du hättest Lust darauf, in der Sonne zu liegen. Sehr schöne Variationen für den Konjunktiv 2. Was würdest du noch machen wollen an so einem perfekten Strandtag? Ich würde auch schnorcheln gehen wollen, um die bunten Fische und Korallen zu beobachten. Am Abend wäre mein Plan, barfuß am Strand spazieren zu gehen, den Sonnenuntergang anzuschauen und in einem kleinen Restaurant frischen Fisch zu essen. Einfach die Seele baumeln lassen, keinen Stress. Das klingt so entspannend. Traumhaft. Gibt es ein bestimmtes Land? Die Malediven vielleicht? Ja, genau. Die Malediven. Oder vielleicht Thailand, Bali. Irgendwo, wo es richtig exotisch ist. Ich habe schon so viele atemberaubende Bilder davon gesehen. Ich glaube, das würde mich sehr beeindrucken. Aber vermutlich bleibt das erstmal ein Traum. Dieses Jahr wird's wohl nichts mit so einer Fernreise. Genau, das war der Konjunktiv 2. Wunschträume eben, um auszudrücken, was du gerne machen würdest. Und jetzt schauen wir mal, was du wirklich vorhast, also mehr in Richtung Futur 1. Du sagtest, die Fernreise wird es dieses Jahr wohl nicht. Gibt es denn realistischere Alternativen? Du hattest mal die Berge erwähnt. Und was ist mit Urlaub in Deutschland? Es gibt ja auch hier wunderschöne Ecken, oder? Stimmt, die Berge wären eine tolle Option. Und ja, Deutschland hat auch viel zu bieten. Ich war zum Beispiel noch nie im Schwarzwald oder an der Ostsee. Davon habe ich auch schon viel Gutes gehört. Strand an der Ostsee. Das wäre vielleicht auch eine entspannte Alternative zum exotischen Strand und nicht so weit weg. Und der Schwarzwald soll ja traumhaft zum Wandern sein. Absolut. Es wäre eine entspannte Alternative. Wieder ein schöner Wunsch im Konjunktiv 2. Aber bleiben wir mal bei deiner ersten realistischen Idee. Die Alpen. Was würdest du dort machen? Wandern! Jeden Tag eine Tour. Ich würde verschiedene Routen ausprobieren. Mal eine leichtere Talwanderung, mal eine anspruchsvollere Tour zu einem Gipfelkreuz. Oben ankommen, Brotzeit essen und einfach nur den Ausblick genießen und in die Stille hineinhören. Klingt nach Erholung. Und die Unterkunft?
Gemütlich. Ich hätte gerne eine Hütte mit Balkon und Bergblick. Abends vor dem Kamin sitzen mit Tee und Buch. Das hat Charme. Und ein Städtetrip? Ein Städtetrip. Ja, das könnte auch interessant sein. Ich war schon lange nicht mehr in einer großen Stadt. Vielleicht Paris oder Rom? Ich würde gerne Museen besuchen und durch die Straßen schlendern. Paris oder Rom? Okay, viele Wünsche. Wenn du dich jetzt für einen Kurzurlaub entscheiden müsstest, welche Option wirst du dann wahrscheinlich wählen? Puh, ich glaube, ich werde wahrscheinlich ein paar Tage in die Berge fahren. Das wird nicht so teuer sein und ich kann spontan entscheiden. Ja, das werde ich machen. Ich werde wahrscheinlich in die Berge fahren. Sehr gut. Hast du schon konkretere Vorstellungen? Noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen im Internet recherchieren. Ich plane, nach schönen Wanderrouten zu suchen und zu schauen, wo es gemütliche Pensionen gibt. Vielleicht in Bayern oder in Österreich. Ich möchte auf jeden Fall eine Region, wo man gut wandern kann. Du planst, nach Routen zu suchen. Gute Formulierung. Und wenn du etwas gefunden hast, wie wirst du dann buchen? Ich denke daran, alles online zu machen. Ein Hotel oder eine Ferienwohnung. Ich werde auch versuchen, die Zugtickets online zu vergleichen, falls ich nicht mit dem Auto fahre. Das ist meistens am einfachsten. Du denkst daran, alles online zu machen. Und du wirst versuchen, Tickets zu vergleichen. Sehr gut, diese Varianten für deine Pläne. Und mit wem wirst du diese Reise unternehmen? Für diesen Bergurlaub würde ich wahrscheinlich gerne alleine fahren. Einfach mal Zeit für mich. Aber wenn ich einen Strandurlaub machen würde, dann würde ich definitiv mit Freunden verreisen wollen. Das kann ich gut verstehen. Wortschatztafel Urlaubsplanung. Lena, das klingt nach spannenden Plänen. Und für euch, liebe Zuschauer, kommt jetzt unser Grammatikspickzettel zum Thema Urlaubsplanung. Eine Übersicht mit wichtigen Wörtern und den grammatischen Formen, die Lena heute so toll benutzt hat. Der Urlaubstyp und das Reiseziel. Der Strand, die Palme, das türkisfarbene Wasser, die Berge, wandern gehen, die Hütte, der Bergsee, die Wanderroute, der Gipfel, die Aussicht, die Brotzeit. Der Städtetrip, die Stadt, das Museum, das Viertel, die Architektur, das Café, das Land, die Region. Adjektive: exotisch, günstig, teuer, erholsam, kulturvoll, erlebnisreich, pulsierend, urig, gemütlich, atemberaubend. Der Wunsch oder der Traum äußern, Konjunktiv 2. Ich würde am liebsten gerne fliegen, liegen, lesen, ausschlafen, frühstücken, schnorcheln gehen, spazieren gehen, essen, wandern, sitzen. Mein Traum wäre es, zu. Ich hätte Lust darauf, zu. Ein Traumziel wäre für mich. Am liebsten wäre ich. Ich hätte gerne. Das wäre herrlich, schön. Ich könnte mir gut vorstellen, zu. Da gäbe es so viel. Der Plan, die Absicht und die Notwendigkeit. Ich werde, wahrscheinlich, fahren, suchen, schauen, vergleichen, versuchen. Ich plane, zu, suchen. Ich habe vor, zu. Ich denke daran, zu, vergleichen, online machen. Ich beabsichtige, zu. Das wird wahrscheinlich sicher sein, nicht so teuer sein. Ich muss recherchieren, vergleichen. Ich möchte, ich kann spontan entscheiden. Ich versuche, zu. Wohin soll die Reise gehen? Rund um die Reise und das Reisen. Verreisen. Die Reise. Das Fernweh. Die Sehnsucht.
reisen, verreisen. Eine Reise machen, eine Reise unternehmen, in den Urlaub fahren, rauskommen. Die Ferienwohnung, die Pension, das Hotel, die Zugtickets, das Auto. Buchen, Angebote finden, Konditionen vergleichen. Alleine reisen, mit Freunden reisen, mit der Familie reisen. Die Planungszeit, das Budget, der Kurzurlaub, die Recherche, das Buchungsportal. Und vergesst nicht, liebe Träumer, Träumen kostet nichts, aber die Malediven leider schon. Sehr wahr. Aber es ist gut, das mal so bewusst zu formulieren. Genau. So, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr viele Anregungen bekommen. Was sind denn eure nächsten Urlaubsträume oder Pläne? Schreibt uns eure Sätze im Konjunktiv 2 und Futur 1 in die Kommentare. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt kommt unsere Mini-Challenge für alle, die Lust auf mehr haben und schon etwas fortgeschrittener sind. Könnt ihr uns einen Satz bilden, in dem ihr einen Wunsch, Konjunktiv 2, und einen Plan, Futur 1, für denselben Urlaub kombiniert? Hier sind ein paar Beispiele zur Inspiration. Ich würde gerne ans Meer fahren, aber ich werde wohl erst im Winter in den Schwarzwald reisen. Mein Traum wäre eine Reise nach Japan, aber zuerst werde ich nächstes Jahr meine Familie an der Ostsee besuchen. Wir sind neugierig auf eure Sätze. Und noch eine kleine Abschlussfrage zum Mitraten, bevor wir uns verabschieden. Was meint ihr? Wird Lena wirklich in die Berge fahren? Oder wird sie doch noch spontan einen Flug an den Strand buchen? A. Sie wird wandern gehen. B. Sie würde gerne wandern gehen, aber C. Sie ist schon am Strand. Schreibt eure Vermutung A, B oder C in die Kommentare. Auflösung vielleicht im nächsten Video? Wer weiß. So, Lena, und jetzt wird geplant. In einer der nächsten Folgen erzählen wir euch, ob dein Bergurlaub wirklich stattfindet oder ob du doch spontan ein Flugticket an einen sonnigen Strand gebucht hast. Und vielleicht schauen wir uns dann ja auch mal den Konjunktiv 2 der Vergangenheit an. Zum Beispiel, ich wäre gerne gereist, aber das wäre doch auch spannend, oder, liebe Zuschauer? Das wäre was. Wer weiß. Egal ob am Meer, in den Bergen oder in der Stadt. Hauptsache neue Eindrücke, gute Erholung und ein bisschen Sprachabenteuer. Tschüss und träumt schön. Genau. Und Hauptsache, ihr bleibt neugierig auf Sprache, Kultur und kleine Abenteuer, egal wo. Tschüss, zusammen. Gute Reise.